Also bei 808s habe ich gemerkt und bei Kickdrums funktioniert es astrein. Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir schauen uns heute den Bass-Fokus von der Firma Devious Machines an. Nochmal herzlichen Dank an John Denver für den Tipp. Ich habe mir das Ganze jetzt mal angeschaut und bin auf jeden Fall zufrieden. Da ich mich von der Firma Waves nach und nach immer mehr trennen möchte, suche ich nach anderen Alternativen. Ich habe ja sonst immer den Airbass von Waves benutzt oder Submarine. Und da das jetzt demnächst auch komplett wegfallen wird, kam mir dieses Plugin zugute. Warum und weshalb erfährst du in diesem Video. Also bis gleich, dranbleiben. Kann nicht nur einzelne Instrumente fülliger machen, sondern auch komplette Mixe. Dazu kommen wir gleich. Verleiht der 808 mehr Power, verleiht der Kickdrum mehr Festigkeit und verleiht Synthesizern und Bassgitarren mehr Fülle. Vieles mehr. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier auf der Homepage ist nochmal alles übersichtlich erklärt. Man kann sich hier auch die Demo runterladen und vom Preis her ist es völlig im Rahmen. 25 Euro. Also wer da meckert, der soll sich mal im Wald verstecken. So, und hier haben wir ihn. Sehr modern und übersichtlich. Kurz erklärt, ihr habt hier einmal ein Spektrum zum Aufteilen, inwieweit das Ganze arbeiten soll. Rechts habt ihr die Möglichkeit, die Tonfrequenz zu steuern. Bedeutet, wenn ihr auf diesem Bereich hier seid, dann geht es auch mehr in den Subbereich. Geht ihr auf Even, dann verstärkt sich das Ganze hier nach der Grenze, ne? Je nachdem, wo ihr das hier eingestellt habt. So, dann haben wir rechts dasselbe nochmal, wie man es auch von anderen kennt. Soll das Ganze mehr in die Länge gezogen werden oder soll das Ganze kürzer gehalten werden? Und hier muss man ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht zu übersättigt, gerade bei 808s oder Kickdrums. So, dann weiter rechts daneben den Dry-Wet-Regler, sollte klar sein, und den Top-Regler. So, und hier hat man die Möglichkeit, die ganzen Höhen vom Signal nochmal verstärkt dazu zu mischen. Eine sehr geile Sache. Oder auch runter zu regeln, je nachdem, was man damit vorhat. So, Output, Master, um das Ganze entgegen zu regeln, und ein paar Presets. Die sind sehr übersichtlich. Es ist nicht sehr viel, aber ihr werdet gleich merken, ihr werdet die Presets gar nicht brauchen. Ich habe hier unten eine Kickdrum, eine ziemlich kurze, knackige Kickdrum, und wir versuchen dieser Kickdrum jetzt einfach mal ein bisschen mehr Volumen zu bieten. So, und dazu lade ich den jetzt einfach mal neu rein. So, Drive-Regler ist unten und dann schauen wir mal. So, was man direkt raushören konnte, ist, wenn der Regler sich in Richtung 200 Hertz bewegt, wird die Kickdrum automatisch voller. Muss nichts Positives heißen, je nachdem, was man für eine Richtung anstrebt und je nachdem, wie sich die Bassfrequenz verhält. Verhält die Bassfrequenz sich eher mehr in dem Subbereich oder ist sie zwischen 100 und 200 Hertz präsent? So, und ich versuche die Kickdrum jetzt einfach mal so hinzubiegen, wie es mir halt gefällt und wo ich der Meinung bin, okay, mit dieser Kickdrum möchte ich weiterarbeiten. Okay, schauen wir uns das Ganze mal bei einer Bassgitarre an. Ich habe festgestellt, manchmal muss man auch gar nichts einstellen. Man lädt das Plugin einfach nur rein und es entsteht eine automatische Sättigung, genauso wie es beim Pultec ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber sobald man den Pultec, bei dem von Universal Audio, bei dem von Waves weiß ich nicht, aber wenn man den Pultec EQ einfach ohne irgendwelche Einstellungen in sein Insert reinlädt, entsteht schon so eine Art Tube-Sättigungseffekt. Ganz minimal, aber da passiert was. Wir schauen uns jetzt einfach mal auf dem Prison den Vergleich an und schauen wir mal, was sich hier unten im Subbereich tut. Das Top lasse ich mal jetzt aus. Den Weight-Regler regle ich hoch. Okay, dann schauen wir mal. Man merkt direkt, der Bass bekommt mehr Wumms. Gut, das Ganze jetzt nochmal bei einer 808.
Ja, schön. Also bei 808s habe ich gemerkt und bei Kickdrums funktioniert es astrein. Man merkt richtig, dass dieses Signal einen Unterdruck, also gewisse Harmonien bekommt, Subharmonien, und das lässt das Ganze auch viel kräftiger wirken. Dann gucken wir uns das Ganze nochmal bei einem Mix an. Und zwar habe ich hier einen alten Beat von mir rausgesucht, der vom Low-End her ein bisschen zu dünn klingt. Und wir versuchen jetzt mal mit diesem Plugin das Ganze etwas aufzudrehen, beziehungsweise den Low-End-Bereich zu retten. Ja, und mal gucken, ob es klappt. Lade ich den hier nochmal rein. Der ist jetzt auf 0 und let's go. So ganz dezent und vorsichtig hochgefahren. Man muss aufpassen, dass man da nicht zu aggressiv rangeht, weil sonst ja, kann man sich sein Signal komplett kaputt machen. Deswegen bei solchen Sachen weniger ist oftmals mehr. Dann machen wir mal einen AB-Vergleich. In meiner Videobeschreibung findet ihr unten den Link zur Homepage, dort könnt ihr euch das Ganze angucken. Ihr könnt euch auch die Demo runterladen oder wenn ihr der Meinung seid, nö, ich benutze sowieso den Airbass von Waves, dann hat sich das natürlich auch erledigt. Aber wie gesagt, ich möchte mich nach und nach von der Firma Waves entfernen. Ansonsten, wenn du dir nicht sicher bist, wie man einen Bass abmischt, ob der jetzt in Stereo oder in Mono abgemischt werden sollte, dann verlinke ich dir oben ein Video, das kannst du dir gerne mal anschauen. Dort nehme ich mir einen Synthbass vor und biege den mir so zurecht, dass der sich auch dementsprechend warm und knackig anhört. Ja, und für den Fall, dass du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, einmal unten auf Abonnieren drücken, den Daumen nach oben, die Glocke aktivieren und falls ihr noch andere Plugins habt, die ich testen soll, wo ihr der Meinung seid, das muss ich unbedingt mal gesehen haben, dann schreibt es in die Kommentare. Ich teste immer gerne Sachen, die für mich lohnenswert sind, beziehungsweise dann auch für euch, die man auch so gar nicht kennt. Ne? Also ich meine, Fabfilter, Waves und Isotope ist ja wirklich, das sind ja so die bekanntesten Marken, die man so in der Musikproduktion kennt. Aber falls ihr Sachen kennt, die jetzt nicht so läufig sind, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin immer bereit, mir Sachen anzugucken und durchzuchecken. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüssikowski.